Wenn Sie Klassikmusik-Fan sind, dann haben Sie vielleicht sogar eine Karte. Heute Abend singt Jonas Kaufmann in der Berliner Philharmonie, und zwar Liebeslieder von Mahler und R. Strauss. Gemeinsam mit der Sopranistin Diana Damrau. Und wir haben jetzt die Chance, vor diesem Auftritt heute Abend mit dem Startenor zu sprechen. Herzlich willkommen, Jonas Kaufmann. Hallo, grüß Gott. Ja, wunderbar, dass Sie da sind, obwohl heute Abend große Vorstellung ist. Ich kenne Musiker, die sagen, nee, vor so einem Tag, da muss ich meine Stimme ganz besonders schonen, da mache ich ein ganz besonderes Programm, spreche mit niemandem möglichst. Ja, also das kenne ich auch. Es gab früher auch große Künstler. Ich glaube, Christa Ludwig war berühmt dafür, dass sie 3 Tage vor einem Auftritt nur pfeifend sich verständigt hat. Nicht ganz einfach? Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn es hilft, okay, ich könnte mir ein Leben so nicht vorstellen, dann würde ich wahrscheinlich längst einen anderen Beruf ergriffen haben, wenn ich mich nicht einfach normal verhalten kann. Ich versuche natürlich jetzt nicht, zum Beispiel freue ich mich, dass das Studio so schön klimatisiert ist. Ich würde mich jetzt nicht in der wahnsinnigen Sonne stundenlang ins Freibad legen, aber ansonsten nein. Also Stimmroutine machen Sie groß nicht? Nein, na klar, man sagt dann immer, man tut nichts. In Wirklichkeit tut man ganz viel, ohne dass es wirklich einem bewusst ist. Natürlich wache ich morgens auf und der erste Gedanke ist, geht es der Stimme gut, ist alles in Ordnung, spüre ich irgendeinen Anklang von irgendetwas, muss ich irgendwas tun, was inhalieren, gurgeln, wunderst wie. Aber in den meisten Fällen funktioniert alles sehr gut. Viel trinken, gerade in solchen Zeiten sowieso. Aber immer viel Wasser ist auch vor jedem Auftritt wichtig, weil man schwitzt. Und die Schleimhäute, wenn die auch nur ein kleines bisschen weniger befeuchtet sind als normal, dann spürt man das auf der Stimme ganz besonders. Und in den meisten Fällen funktioniert das mit Ihrer Stimme auch sehr, sehr gut. Und so ein paar Höhepunkte Ihres musikalischen Schaffens, die schauen wir uns an. Der größten Stimme die größten Arenen. Jonas Kaufmann füllt sie spielend, denn er singt seine Rollen nicht nur, er verkörpert sie. Die ernste und die leichte Muse, er flirtet mit beiden. Wie wenige schlägt er die Brücke zwischen hochkomplexen und eingängig populären Partien, ist er in großen Opern und in intimen Liederzyklen zu Hause. Eine Stimme zum Verlieben, von der heute in Berlin Liebeslieder zu hören sind, gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Diana Damrau. Aus dem Blumenfeld. Ja, da haben wir eben schon ein bisschen was gehört, wie sich Ihre Stimme anhört, wenn Sie nicht sprechen, sondern singen. Heute Abend Liebeslieder mit Ihrer Kollegin Diana Damrau. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen? Weil Sie machen das ja schon länger, ist ja auch nicht das erste Mal. Richtig, das ist unsere 3. Tour. Die erste, da hat man gerade den Ausschnitt gesehen, war von Hugo Wolf, das sogenannte italienische Liederbuch, was speziell für 2 Stimmen, ein Mann, eine Frau, geschrieben ist, die sich da gegenseitig fetzen, wie man so schön sagt im Süddeutschen. Also die schenken sich ein in jeder Hinsicht, also eine Liebesbeziehung mit allen Höhen und Tiefen. Und weil das so einen großen Erfolg hatte, haben wir eine zweite Tournee geplant und mittlerweile sind wir eben in der 3. Damals letzter war, glaube ich, Schumann und Brahms. Mittlerweile sind wir bei Gustav Mahler und Richard Strauss angelangt. Alle die, Strauss vor allem, haben extrem viele großartige Liebeslieder geschrieben, die eben auch die Höhen und Tiefen der zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchten. Diana kenne ich seit Urzeiten. Wir haben ich kann es gar nicht beschwören, welches Jahr das war. Ich schätze mal ungefähr 1997 zusammen Zauberflöte in Würzburg gemacht und uns eigentlich nie aus den Augen verloren. Zwischendurch mal eine sehr skandalumwitterte Entführung aus dem Serail in Salzburg gemacht. Also wir sind auch gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Insofern ist es auch schön, eine weitere Bayerin an der Seite zu haben. Und Helmut Deutsch, unser Pianist, der mein Student war, dessen Student ich war in München. Und wir musizieren seit über 30 Jahren zusammen. Also es ist wirklich ein Seniorentreffen. So alt sehen Sie noch nicht aus. Danke. Genau, aber, ja. Ich bin gerade Großvater geworden, also insofern muss ich mich schon langsam damit abfinden. Ja. Das ist
Ja, bitte dazu. Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrer Familie und bei Ihnen? Wenn Sie jetzt singen, wir haben ja auch gesehen, es ist nicht das Einzige, Sie sind ständig on Tour mit unterschiedlichsten Stücken. Singen Sie zu Hause auch? Ja, klar. Also das hört nie auf. Ich meine, wenn es einem nicht gut geht, wenn man erkältet ist, Stimmprobleme hat, was auch immer, dann tut man das nicht oder bemüht sich, das nicht zu tun. Aber ansonsten ist das, also ich singe wie jeder Mensch auch. Also wenn ich irgendwie wie jeder eine Mensch Melodie, auch nicht, naja, wenn man so eine irgendwas auf den Lippen hat, vielleicht nicht genau wie, aber das tun doch sehr viele Menschen, die einfach, man hört irgendwas und summt das vielleicht vor sich hin oder brummt, je nachdem, aber merkt es eigentlich gar nicht. Und so ist es natürlich auch. Und mit Kindern sowieso. Ich habe 4 Kinder, dementsprechend war das auch immer zu Hause ein Thema, gemeinsam zu musizieren oder zu singen. Klar, genau. Heute Abend dann, Berliner Philharmonie. Gibt es da ein Lied, auf das Sie sich ganz besonders freuen? Wow, ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam zu sagen, aber ich glaube, ich bin der Welt abhanden gekommen von Gustav Mahler, ist eines der größten Stücke, die jemals geschrieben wurden, auch wenn das jetzt keine wahnsinnig positive Note ist. Da gibt es ganz andere, die viel spritziger und witziger sind. Ja. Aber das hat es Ihnen angetan. Ja, absolut. Ich bin viel unterwegs. Ich darf noch hinzufügen, Sie haben recht, diese Woche, Donnerstag, fängt mein Festival im Erl wieder an. Bin mittlerweile auch Intendant seit einem Jahr, arbeite da auch fleißig und habe das Glück, meine vielen Kollegen überreden zu können, zu kommen. Und das macht unglaublich Spaß. Und jetzt weiß ich auch sozusagen, wo ich meine Energie zukünftig hinschicke, wenn ich mich mit dem Singen ein bisschen zurückhalte. Okay, darüber reden wir dann das nächste Mal heute Abend, aber Gerne. erstmal hier in Berlin. Vielen Dank, dass Sie da waren, Jonas Kaufmann. Gerne.